kalt ist, gehe ich ganz gerne ins Kino. Ich weiß nicht, ein gebürtiger Münchner wird wahrscheinlich in den Biergarten gehen, ne? Alkohol gab ja auch. Ja. Ich ins Kino. Ein bisschen wärmer, auch ein bisschen dunkler und das Beste ist, das Bier gibt es dort genauso teuer. Ich bin jetzt, manche wissen es vielleicht, nicht mehr ich habe früher beim Film gearbeitet, mache ich jetzt nicht mehr. Mich hat es genervt, dass ich 15 Kilo für eine Rolle zugenommen habe, um dann festzustellen, ich bin überhaupt gar nicht der Schauspieler. Trotzdem bleibt das Kino für mich ein Ort für Sinne der Superlative. Ne? Hier herrscht noch richtiges Gemeinschaftsgefühl. Kommt schon, das kennt ihr doch. Wenn die Trailer unterbrochen werden, die Tür geht auf und der Eisverkäufer kommt rein. Will doch jemand Eis? Ich meine, gut, ist sein Job, der kann nichts dafür, aber es gibt immer noch diesen einen, der sich daran erinnert, dass draußen die Sonne scheinen könnte. Und der ruft laut zurück, hier, der Depp. Wenigstens hört der Typ mit der Schüttellähmung in meiner Sitzreihe jetzt auf die ganze Sitzbank zum Wackeln zu bringen. So Erdbeben-Magnitude 10 auf der Richterskala. Oh. Am schlimmsten, habe ich mir sagen lassen, ist derjenige, der im Kino laut lacht, an Stellen im Film, wo es sonst mucksmäuschenstill ist im Kino. Und ich weiß das, denn das bin ich. Ein guter Freund von mir ist heute extra hier, der geht allein deswegen schon gerne mit mir ins Kino, weil er hören will, wie die Leute mit den Augen rollen, wenn ich mal wieder an einer völlig falschen Stelle lache. Ja, ist laut, aber laute Geräusche gehören zum Leben dazu. Habe ich gelernt von meiner Ex. Die Frau, die war einmalig. Die konnte streiten wie keine zweite. Ne? Irgendwann mal bin ich raus, weil es mich einfach genervt hat. Tür zu und die hat einfach weitergemacht. Ich die Tür wieder auf, bisschen fester zu, damit sie hört, dass ich keine Chance habe. Ich will einfach weitermachen. Und da hatte ich die große Erleuchtung, denn diese Frau konnte ohne mich mit mir streiten. Das war für mich wie der heilige Gral, wie der Holzlöffel über dem Wasserkochtopf, wie der kleine Knopf unterm Ampeldrücker für die Blinden. Ein richtiger Gamechanger. Ne? Das war nicht mehr oder weniger als die Lösung für alles. Ne? Etwas kaputt gemacht, sie meckert, ich kann einfach gehen. Ja? Ihren hässlichen Hund einen Gremlin genannt, sie meckert, ich kann einfach gehen. Ihren Geburtstag vergessen, sie meckert, sie ist einfach gegangen. War jetzt natürlich ein Spaß. Sie hatte gar keinen Hund. Aber jetzt bin ich traurig. Nicht wegen meiner Ex, um Gottes Willen. Es ist persönlicher und geht auch tiefer. Hat wieder mit Corona zu tun. Die haben James Bond von April in November verschoben. Oh. Ja. Das hat mich hart getroffen. Ne? Aber ja, wenn selbst James Bond in Kurzarbeit geht. Ne? Aber so sehr wie ich traurig bin, dass ich länger auf den Film warten musste, so sehr feiere ich, dass der Titel zum Grund passt. James Bond 007. Keine Zeit zu sterben.